Die Naht ist gleich wieder nach dem Schweißen gerissen und sowas kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Die Tage war ein junger Mann bei mir, ein Landwirt, und der hat zu mir gesagt von wegen, Manni, du musst das schweißen, das muss richtig, richtig halten. Und wenn das gerade ein Landwirt zu einem sagt, dann weiß man, man hat eine richtige Herausforderung vor sich. Das ist eine Kupplung. Und für diese Kupplung bauen wir heute eine Aufnahme. Diese Aufnahme wird hinterher an ein landwirtschaftliches Gerät angeschweißt und da soll dann eine Walze eingehängt werden, dass diese Walze noch mitgezogen wird. Also ist eine Sache, kann ich nicht bewerten, aber ich kann bewerten von wegen, was wir hier zusammenschweißen müssen, dass das vernünftig hält. Ich habe ein bisschen in der Restekiste gekramt und habe auch nebenbei ein paar Fehler mit eingebaut, die bei sowas wirklich passieren können. Und das ist wirklich massiv. Man kann hier sehr schnell sehr viel falsch machen. Auf der anderen Seite ist es auch kein Hexenwerk, man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen und das machen wir heute. Und wir fangen mal an mit dem Thema Riss. Wenn man wie bei dieser Aufnahme dickere Materialien verschweißt, ich rede hier von 15, 20, aber auch noch deutlich stärkeren Materialien, dann ist Rissbildung oft ein relativ großes Problem. Und das ist immer das Gleiche. Ich schweiße hier eine Naht und das Bauteil ist im Prinzip kühl. Und wenn ich die Naht schweiße, dann zieht die ganze Wärme in dieses kalte Bauteil rein. Und dadurch bildet sich Spannung in der Naht. Und wenn das Ganze dann abkühlt, dann reißt die Naht wieder. Ist ein sehr, sehr großes Phänomen, das wirklich vielen immer wieder passiert. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung für. Man wärmt das Bauteil vorher vor. Man bringt es also auf Temperatur. Klassischen Baustahl muss man heute nicht mehr vorwärmen. Trotzdem ist es empfehlenswert, eine gewisse Grundtemperatur gerade in kalten Jahreszeiten da reinzubringen. Und auf der anderen Seite sollte man nie mit zu wenig Leistung schweißen, weil das ist wirklich auch ein riesengroßes Problem. Zu wenig Leistung, dann wird die Wärme noch abgezogen und dann reißt die Naht und dann hat man ein riesengroßes Problem. Und das Schlimmste ist, wenn man so einen Riss nicht sieht und man den wieder überschweißt, dann ist bei dynamischer Belastung das Problem, dass sich der Riss dann wirklich durch die ganze Schweißnaht durchzieht und das wirklich im Extremfall wieder abreißen kann. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Vorrichtung und wie wir die am besten bauen. Ich trenne das Ganze natürlich gleich aus und dann wird das vernünftig weiterverarbeitet. Aber nur erklären, da könnte ein Riss entstehen. Da habe ich mich dazu entschieden, einfach mal einen zu provozieren. Gegenteil, auf der anderen Seite ist es ganz einfach so, hier habe ich das Bauteil vorher leicht auf Temperatur gebracht und dann habe ich hier ganz einfach das geschweißt mit viel Leistung, mit 200 Ampere. Mehr gibt mein Wickgerät nicht her, aber das reicht vollkommen aus und dann kann man hier so eine richtig schöne Wurzel reinziehen. Aber wir kommen erstmal ganz grundlegend zu der Vorrichtung zurück. Ich habe also den 20 mal 140 mm Flachstahl, den habe ich ganz einfach zerschnitten, habe mir hier 3 Stücke rausgeschnitten. Das hat hier auch wirklich extrem gut gepasst. Also manchmal hat man Glück und habe dann halt das erste kleine Problem, dass ich hier hinten natürlich eine vernünftige Anflagefläche habe. Ich möchte nicht, dass das Ganze nur auf den Schraubenköpfen sitzt, sondern dass ich eine vernünftige, flächige Aufnahme habe. Und dazu habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier erstmal Nuten reingeschliffen. Ich habe den Winkelschleifer mit einer Schrubbscheibe genommen, habe mir erst ein Material hier dran gezwingt. Das hat nicht ganz so gut gehalten, darum habe ich es danach dran geheftet und habe mir hier saubere Nuten ausgeschliffen. Das ist jetzt nicht so, als wenn man das gefräst hat und wenn ich eine Fräse hier hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch genommen. Aber es reicht vollkommen aus. Ich kann das Ganze hinterher reinschieben. Das sieht auch wirklich ordentlich fachmännisch aus. Habe das Ganze sogar noch mal so leicht mit der Feile nachgearbeitet. Hat jetzt mal 20, 25 Minuten gedauert. Natürlich durch Schleifen ein bisschen Dreck gemacht. Aber es funktioniert, es sieht professionell aus. Und wenn ich das jetzt hier ranhalte, habe ich eine schöne flächige Aufnahme. Und dann habe ich hier natürlich den Verriegelungsmechanismus und die Bolzen haben 25 mm. Also brauche ich hier in dieses Flachmaterial Bohrung drin. Und dafür habe ich jetzt einfach einen Stufenbohrer genommen. Ich habe diese Rucco-Stufenbohrer, die haben Stufen, die haben 10 mm. Das reicht natürlich nicht für 20 mm, aber ich kann von beiden Seiten bohren bis auf 27 mm. Und dann habe ich hier eine 27 mm Durchgangsbohrung. Hätte ich auch mit einer Magnetbohrmaschine machen können, einer Ständerbohrmaschine hätte ich jetzt nicht die Option, das vernünftig herzustellen. Ich habe es jetzt einfach mit dem Akkuschrauber gemacht. Das geht so schnell, das geht so einfach, man braucht nichts großartig rüsten. Ich drehe mich hier einfach in meiner Werkstatt um. Ich habe hier den Schraubstock, nehme den Akkuschrauber und ein paar Minuten später sind hier 2 wunderschöne 27 mm Bohrungen entstanden. 27 mm
Passt auch gut. Habe ich 2 mm Spiel, 2 mm für eine Schweißkonstruktion. Das sollte mehr als in Ordnung sein. Muss man sich ein bisschen Mühe geben, das vernünftig zu fertigen. Und dann habe ich das Ganze leicht auf Temperatur gebracht, habe das abgeheftet und habe hier schon mal die erste Wurzel reingeschweißt, dass das wirklich vernünftig passt. Habe das immer wieder ausprobiert natürlich. Ich will hier so einen Millimeter seitlich Spiel haben, mehr aber auch wirklich nicht. Wenn man hier zu viel Spiel hat, dann passt das natürlich alles nicht mehr. Dann ist die Bolzenaufnahme nicht mehr gegeben. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Darum habe ich schon mal geschweißt. Dann hat man schon mal den Verzug mit drin. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, dass ich mich um die restlichen Bauteile kümmere. Und dann ist halt immer die Frage, wenn man sowas zuschneiden muss, wie macht man das schnell, effektiv? Und dann ist halt auch immer das Problem, es soll nicht zu viel Dreck machen. Wenn man das mit einer Trennscheibe macht, dann hat man so viel Dreck und vor allen Dingen auch Staub in der Werkstatt. Das verteilt sich in meiner ganzen Werkstatt. Da habe ich immer nur noch wenig Lust. Darum versuche ich sowas immer zu vermeiden. Das ist 10 mm Stahl, muss man also auch ein bisschen arbeiten mit der Flex. Und darum mache ich das ganz einfach mit einem Plasmaschneider. Ich habe hier in dem Fall einen Cut 60 verwendet. Das ist ein 60 Ampere Plasmaschneider, der ist an einer dreiphasigen Steckdose, sehr bezahlbar, sehr, sehr robustes Gerät. Und dann schneide ich hier einfach in ein Wasserbad. Und in dieses Wasserbad oder das Wasserbad nimmt dann den Staub auf und dadurch habe ich hier wirklich sehr, sehr wenig Dreck. Ich habe zusätzlich noch eine Absaugung, die die Dämpfe ein bisschen absaugt. Aber selbst wenn man nur in das Wasserbad schneidet, dann wird hier wirklich ein Großteil des Dreckes aufgenommen. Viel besser, als dass man mit einem Winkelschleifer sich die ganze Werkstatt versaut. Und dann kann ich hier innerhalb von Sekunden das Ganze wirklich ausschneiden. Und Sekunden ist da wirklich nicht übertrieben. Ich nehme einfach hier so einen Winkel und dann habe ich zusätzlich einen Magneten. Das ist ein Magnet mit einer sehr, sehr starken Haltekraft. Den fixiere ich hier einfach und dann kann ich hier das Ganze einfach einmal lang ziehen und dann ist es das. Und das ist halt der Vorteil, wenn man einen richtig leistungsstarken Plasmaschneider hat. Das ist hier so eine richtige Abrissmaschine und damit werde ich auch noch mal ein extra Video zu machen. Und damit kann man hier einfach einmal schnell lang gleiten und dann hat man hier so einen Schnitt. Und die Schnittergebnisse kann ich euch auch genau zeigen, von wegen, das sieht wirklich gut aus. Manuell geschnitten, da ist immer mal irgendwas drin, auch wenn man das an der Schiene macht. Aber so von der Qualität her, da ist einmal die Schlacke mit dem Hammer abgeschlagen. Hier vorne habe ich die Schräge noch so ein bisschen angepasst, weil man hier vorne nicht so schöne Übergänge hat. Aber hier hinten und die Seiten oder so, die lasse ich einfach so. Und dann können wir uns hier die Seitenwände ganz einfach zuschneiden. Die messe ich mir aus, die schneide ich wieder ganz normal an der Säge zu. Oder könnte ich jetzt auch mit Plasma schnell machen. Kann ich auch schnell mit Plasma machen, wenn ich den einmal gerüstet habe. Und dann kann ich das Ganze schon wieder zusammenheften und kann das dann anfangen zu schweißen. So, das funktioniert wirklich sehr gut. Jetzt kann man hier nachmessen, von wegen 95 wollte ich haben. Ganz minimal weniger, ne? Aber also das ist schon fast 95. Das ist übrigens auch geil. Ich wollte mit dem Magneten das Ganze nur festhalten, damit das hier nicht umkippt. Und jetzt guckt euch mal an, was passiert ist. Der Magnet hält diese ganze Konstruktion hier. Ich weiß nicht, was die wiegt oder so. Es sind aber bestimmt 20 Kilo oder so. Hält der problemlos in der Luft. Und ich kann das Ganze jetzt hier unterschieben. Hier ist noch ein bisschen Schlacke dran. Aber ansonsten kann ich das jetzt hier richtig schön ausrichten und positionieren. Und das ganze Bauteil können wir jetzt heften und dann anfangen zu schweißen. Und dazu will ich natürlich noch mal ein paar Grundlagen erklären. Schweißen an sich ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Ich kann aber in so einem Video natürlich auf typische Fehler, typische Vorgehensweisen hinweisen. Und das ist auch das Ziel von so einem Video. Das heißt, ich habe hier sauber verarbeitete Flächen. Das heißt, ich habe hier keine Verzunderung mehr im Nahtbereich. Ich gehe gleich noch mal mit einer Fächerscheibe rum, reinige das alles noch mal ein bisschen. Aber das ist schon mal so die Grundlage. Und der nächste Punkt ist natürlich, wie ich das Ganze vorbereitet habe. Ich habe das jetzt hier ganz einfach auf Kante gesetzt, so 1-2 mm überstehen, habe es von innen gegen geschweißt, habe es jetzt hier von außen geschweißt. Ich habe es in dem Fall mit Wick gemacht. Das Bauteil hatte schon eine gute Grundwärme. Ich kann hier so eine richtig schöne, saubere Kehle reinziehen. Das ist für mich immer so das A und O. Hätte man natürlich auch mit Mack machen können, hätte man auch mit der Elektrode machen können. Ich möchte aber immer sicher gehen, dass ich die Kehle wirklich von beiden Seiten richtig schön aufschmelze und bin natürlich ein Riesenfan vom Wickschweißen. Aber die wichtige Grundlage ist wirklich eine gewisse Temperatur im Bauteil zu haben. Das Bauteil sollte nicht zu kalt sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Vorbereitung. Ich hätte es im Extremfall, kann das auch mal kurz zeigen, ich zeige das immer gerne an so Blechen, auch einfach so hinsetzen können. Ja, und dann würde ich außen einen überkleckern, das machen wirklich Leute, und innen wahrscheinlich gar nicht schweißen. Dann hätte ich wirklich eine viel, viel geringere Festigkeit.
Da habe ich hier wirklich eine maximale Festigkeit, die mehr als ausreichend ist. Zum Schweißen nehme ich die MIG 270, schönes leistungsstarkes Gerät, maximal 270 Ampere, bombastische Einschaltdauer. Und das Gerät ist ein Starkstromgerät. Verwende ich sonst selten, weil ich so viel Leistung eigentlich nicht brauche. Ich nehme jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, hier für meine Nähte 240 Ampere. Millimeterdraht ausgewählt. Ich bin beim Max-Schweißen, ich bin im Synergiemodus, Zweitakt. Hier auch beim MIG Max schweißen und dann brauche ich im Prinzip nur ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und das Gerät schweißt. Ich schweiße mit so einem Gerät, was ich nicht jeden Tag in der Hand habe, immer dann auch mal eine Probenaht. Und man sieht, die erste Probenaht sieht gleich bombastisch aus und dann können wir uns ganz normal an Schweißen machen. Schönen massiven Brenner habe ich hier auch mit bei, der dann wirklich auch die Leistung ab kann. Und das ist natürlich dann die Grundlage. Gerät hat auch einen schönen 4-Rollen-Drahtvorschub. Ich habe da schon mal extra ein Video zu gemacht, das vorgestellt und das ist natürlich perfekt für so eine Schweißaufgabe, wo man auch mal ein bisschen Leistung braucht. Und bevor ich es vergesse, einer der größten Killer bei Schweißnähten sind natürlich Poren. Poren beeinflussen die Festigkeit, Poren ruinieren dir deine Schweißnaht, können zu Rissen führen. Und ich habe es jetzt hier ganz einfach provoziert. Ich habe kurz die Gasflasche zugemacht. Ich schleife das hier auch gleich wieder aus, aber ich wollte es auch wieder ansehnlich zeigen. Poren sind wirklich ein No-Go. Das heißt, man muss es jetzt komplett wieder ausschleifen, rausnehmen, muss gucken, woran es liegt. Woran kann das liegen? Das kann immer an einem Gasfehler liegen, natürlich Poren. Unsaubere Vorbereitung, ein falsch eingestelltes Schweißgerät, das kann dir hier im Prinzip nicht passieren, weil es sich halt so einfach einstellen lässt. Aber ansonsten ist das halt so wirklich Unsauberkeit, Gasfehler, natürlich auch von der Handhabung. Wenn man beim Schweißprozess einen zu großen Abstand hat, dann hat man natürlich irgendwann auch keine gute Gasabdeckung mehr. Und das Schlimme und Tückische bei Poren ist oft, dass man das von außen gar nicht so sieht. Ich habe jetzt hier die Naht aufgeschliffen und dann sieht man das erst richtig. Ne? Und ich habe bewusst halt das Gas zugelassen bzw. nicht aufgemacht. Man hätte aber auch ganz einfach mal vergessen können, Gas aufzudrehen oder sowas. Von außen sieht das oft gar nicht so schlimm aus. Wenn man das dann aber mal ausschleift von wegen, dann sieht man hier eine riesengroße Pore, ein riesengroßer Bindefehler neben dem anderen von wegen. Und wenn das natürlich dynamisch belastet wird, das hat überhaupt keine Festigkeit. So, jetzt ist hier einmal ringsrum komplett geschweißt und ich würde mal sagen, die Ergebnisse sehen mal richtig gut aus. Und da ist natürlich immer die Frage, füllt man sowas immer gleich mit einer Naht auf oder schweißt man hier mehrere Nähte? Und ich hätte jetzt hier pendeln können, ich hätte weniger Leistung nehmen können, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft, hier irgendwo eine Lage hinzufuschen, die das ganze Nahtvolumen hier auffüllt. Sollte man definitiv nicht machen. Zu breite Nähte erzeugen extreme Spannungen, sowas sollte man vermeiden. Schweißer machen sowas wirklich oft. Die Schweißtechnik an sich und jeder, der irgendwo Schweißfachingenieur ist, Schweißfachmann ist oder so, der weiß natürlich von wegen, sowas sollte man niemals machen. Darum habe ich hier einfach eine Strichlage reingelegt, habe hier seitlich eine schöne Strichlage reingelegt und ich würde mal behaupten, so die Ergebnisse sehen wirklich gut aus. Also das funktioniert richtig gut. Jetzt lasse ich es leicht abkühlen, gehe einmal mit der Drahtbürste über, schweiße hier oben eine, hinterher wird das Ganze beschliffen, abgerundet. Hier schweiße ich unten eine, schweiße oben eine, schleife das Ganze ab, runde das Ganze schön ab und dann hat man hier wirklich ein bildschönes Ergebnis. Und hier so die Seiten von wegen, das ist schon genug aufgefüllt, das reicht schon vollkommen. Also erste schöne Nähte hier von wegen, funktioniert wirklich gut, 220 Ampere am Start und dann kann man hier schön schweißen. So, wenn man an so einem Bauteil jetzt so viel geschweißt hat, dann sieht das natürlich, bevor es sauber gemacht wird, immer ein bisschen verhauen aus. Hier habe ich wirklich eine Menge aufgetragen. Das werde ich gleich schön abrunden, schleifen. Hier oben werde ich die Kante ein bisschen beschleifen, damit es auch schön gerundet aussieht. Also werde ich nicht noch mehr drauflegen. Ja. Also ich denke mal, so sieht das schon wirklich gut aus. Hier, wie gesagt, habe ich Strichlagen geschweißt. Hier habe ich auch 2 Strichlagen geschweißt. Hier habe ich das Ganze komplett abdecken können, immer mit einer Lage. Jetzt nehme ich eine sogenannte Actirox Schleifscheibe. Bin ich immer ein Riesenfan von diesen Hightech-Fieber-Schleifscheiben. Und damit kann man das Ganze wirklich innerhalb von wenigen Sekunden schleifen. Das hat so einen brachialen Abrieb, ne, brauche ich vielleicht pro Naht ein paar Sekunden und dann insgesamt, hintere braucht natürlich ein bisschen länger. Für das ganze Bauteil bin ich in 5 bis 10 Minuten durch und dann gucken wir uns das mal im Detail an. Und dann ist das natürlich das Wichtigste, ob der Kollege da noch reinpasst oder ob sich das Ganze verzogen hat.
Und wenn man jetzt sowas so schleift, dann sieht das natürlich auf den ersten Blick richtig, richtig gut aus. Schön, wenn es nachher lackiert wird, sieht das wirklich richtig professionell aus. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen riesengroßen Vorteil. Ich habe das hier alles richtig schön abgerundet. Ich kann richtig in die Naht reingucken. Und ich habe jetzt selber auch so 2, 3 kleine Stellen gehabt. Da habe ich nochmal nachgeschweißt. Aber so im Großen und Ganzen kann man wirklich richtig schön hier reingucken. Man hat keine Poren, man hat keine Risse, man hat keine Bindefehler. Man hat nicht Stellen, die man irgendwo nicht geschweißt hat. Also das sieht hier wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Niveau aus. Und das ist natürlich auch so eine schöne Sache, ein positiver Nebeneffekt. Und nebenbei, wenn man das nicht schleifen würde, dann wird es natürlich nicht so schön aussehen. Wichtig ist natürlich, passt das jetzt noch rein, weil wir wissen alle, Verzug ist immer einer der größten Probleme beim Schweißen. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Wenn man lang genug guckt, sieht man immer noch irgendwelche kleinen Stellen oder so. Aber ich denke mal, das ist wirklich mehr als ordentlich. Und hier an den Stellen, wo hier diese Auskerbung ist, da habe ich sogar eine richtig schöne Wurzel. Hier unten sieht man auch richtig schön, da kommt die Schweißnaht von außen richtig schön durch. Hier innen habe ich ja auch vorher schön gegengeschweißt, so von wegen, ich denke mal, das ist von der Festigkeit her mehr als ausreichend. Ich probiere mal nebenbei, ob das reinpasst. Und dann habe ich Knotenbleche. Das Ganze kommt an so ein fettes Rohr dran. Die Knotenbleche kommen dann seitlich dran, werden auch noch mit der Kehlnaht immer verschweißt. Und dann denke ich mal, ist das mehr als fest. So, passt, wackelt und hat Luft. Ist hier schön die Bolzen in den Bohrungen drin. Hier hinten liegt das schön an. Hier seitlich wird es auch noch mal mitgeführt. Hat ein bisschen Spiel, ein bisschen Luft, aber auch nicht viel. So soll das wirklich sein. Ne? Wenn man schweißt, verzieht es halt immer ein bisschen oder so. Aber das ist wirklich sauber. Gefällt mir. Bin ich zufrieden mit meinem Tag heute. So, Montage zeige ich euch natürlich auch noch mal kurz, wo das Ganze rankommt. Das heißt, das Rohr ist vernünftig angefasst. Mit mehreren Lagen ist das Ganze dann dagegen geschweißt. Und das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Und damit es natürlich vernünftig hält, sind Knotenbleche hinten noch dran gekommen. Die Knotenbleche geben dann richtig erst die Stabilität. Und da sieht man auch von wegen, die Knotenbleche habe ich dann schon nicht mehr geschweißt. Da hat der junge Mann hier geschweißt. Ich nenne ihn mal Young Farmer. Und der hat gesagt, von wegen, das ist ja geil. Der kannte sonst halt nur Elektrode und ein Fülldrahtschweißgerät und hat jetzt mal richtig mit Schutzgas hier geschweißt. Muss man natürlich immer aufpassen, dass einem der Wind nicht weggeweht wird. Und im Prinzip will er hiermit den Boden aufreiben, will dann hier oben ein Streugerät dranbringen, dass Samen gleich verstreut wird und dahinter will er noch eine Walze ziehen und dafür ist diese Kupplung da. Das Ganze wird nicht öffentlich eingesetzt, sondern wirklich nur im privaten Bereich. Und dementsprechend, ich bin mir sicher von wegen, dass das hier wirklich mehr als halten wird. Und man sieht hier von wegen, der Schweiß mit einer MiG 270 ist absolut begeistert. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses kleine Projekt und die paar kleinen Tipps, die haben euch weitergeholfen. Mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, dass man da richtig fette Klamotten mal schweißen kann. Das mache ich auch nicht so oft. Aber wenn ich das mache, dann macht es mir richtig, richtig Spaß. In diesem Sinne, bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.